Die The Witcher Real-Serie hat 2019 erstmalig vor allen Dingen mit seiner erbarmungslosen Gewalt, seinen folgenreichen Entscheidungen und seinem oftmals experimentellen Aufbau bestochen. Doch was ist jetzt eigentlich mit dem jüngst erschienenen The Witcher Anime-Film Nightmare of the Wolf? Das wollen wir uns heute in einer cineastischen Gegenüberstellung der beiden unterschiedlich gearteten Werke anschauen. Bleibt also dran! Grundsätzlich bietet der Anime-Film alles, was die Real-Serie auch bietet. Jede Menge Gewalt, check. Monster, check. Liebschaften, check. Und seine folgenreichen Entscheidungen, check. Take me with you. Not many boys seem to be witchers. Was der Film aber nicht bietet, ist dieser oftmals experimentelle Aufbau aus der Serie, zumal stattdessen ein eher linearer als ein nonlinearer Aufbau angestrebt wurde. So versteht man auch immer problemlos, was gerade im Film passiert, auch wenn man die Buchvorlagen von Andrzej Sapkowski oder die Videospiele von CD Projekt Red nicht kennt. Ist der Film dadurch jetzt eigentlich gleich direkt grundlegend besser wie die Serie von The Witcher? Nicht unbedingt. Im Gegensatz zum Film hat die Serie viel mehr Charaktere zu stemmen, versucht aber leider einfach viel zu viele Dinge auf einmal und verrennt sich dabei gerne einmal. Find Geralt of Rivia. Im Gegensatz zu der Buchvorlage agieren in der Serie nicht nur Geralt und Ciri als Hauptprotagonisten, sondern auch noch Yennefer von Wengerberg. Hört sich vielleicht jetzt auf Anhieb nicht nach unbedingt viel mehr an, vor allen Dingen verglichen mit Game of Thrones, wo der Zuschauer allein in Staffel 1 direkt 8 Hauptcharakteren folgen muss. Aber bei der The Witcher-Serie gibt es schlicht und ergreifend ein signifikantes Problem. Man hat versucht, die Kurzgeschichten aus den Kurzgeschichtenbänden Der letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung so zu adaptieren, dass deren Ereignisse in der Serie prinzipiell direkt hintereinander ablaufen, obwohl diese in den Büchern eigentlich gar nicht wirklich miteinander verbunden sind. Deswegen ja auch Kurzgeschichten. Diese Vorgehensweise hat zwar in der Serie sogar einigermaßen gut funktioniert, eine Sache hingegen jedoch eher weniger. Hierbei rede ich natürlich von der Entscheidung, ständig mehr oder weniger random zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart hin und her zu switchen. Viele Zuschauer waren sich deswegen immer nicht so wirklich im Klaren gewesen, in welcher Zeitlinie sich unsere Protagonisten denn eigentlich gerade befinden. Dieses Problem hat der Anime-Film hingegen nicht. Strikt wird uns dort Wesimirs Kindheit von der Pika näher gebracht und wir erfahren zusätzlich auch noch durch geschickt platzierte Flashbacks einiges über Wesimirs Kindheit, also wie er eben zu diesem jenen Hexer geworden ist, den wir alle kennen und lieben gelernt haben. Der Aufbau und das Nachvollziehen von Wesimirs Charakterentwicklung ist also zweifelsohne eine deutlich bessere wie in der Serie. Today isn't your day, is it? Bei Geralt aus der Serie können wir diese eine Charakterentwicklung leider nur erahnen. Wir wissen also nicht allzu viel über ihn. Was aber, und das sei hier fairerweise angemerkt, noch in der zweiten Staffel passieren könnte. Als Buchleser kann ich euch aber sagen, dass Geralts Vergangenheit in diesem jenen Medium leider auch von Roman zu Roman nicht weiter stark beleuchtet worden ist. Er ist also allem in allem ziemlich blass geblieben, was natürlich auch die Intention des Autoren Andrzej Sapkowski gewesen sein könnte, um dem weißhaarigen Hexer eine gewisse mysteriöse Note zu verleihen. Verglichen mit Geralt bekommen wir von Ciri und Yennefer in der Serie jedoch deutlich mehr zu sehen. Hier gibt es also an sich nicht wirklich was zu kritisieren, zumal es die Serie in meinen Augen sogar noch besser gemacht hat wie die Bücher, wo zumindest Yennefers Vergangenheit ziemlich blass geblieben ist. Wenn es um die emotionale Komponente geht, hat die Serie meiner Meinung nach leider auch das Nachsehen. Zwar sind meine Augen am Ende der Staffel auch ein bisschen feucht geworden, als sich Ciri und Geralt, die Vorherbestimmung erfüllend, endlich in den Armen gehalten haben, aber womöglich auch nur, weil ich die Bücher so gut kenne. People linked by destiny will always find each other. Die emotionale Bindung, die Wesemir hingegen mit Lady Illyana Zerbst aufgebaut hat
und vor allen Dingen ihr gemeinsames Finale, das sehr gut die Komponente Liebe und Tragödie miteinander vereint hat, hat mich daran schon deutlich mehr getroffen. Doch jetzt möchte ich endlich zu dem Punkt kommen, der mich an der The Witcher-Serie am allermeisten gestört hat. Und zwar seiner Logik oder besser gesagt seinen unlogischen Momenten. Beispielsweise hätte die Schlacht um Sodden Hill so vielversprechend und episch werden können. Geschafft hat sie das aber nur durch seine durchwegs bahnbrechenden Bilder, aber nicht durch das komplett verhunzte Storytelling. Schade drum, zumal das definitiv eine vertane Chance gewesen ist. Deutlich besser und vor allen Dingen rund und den Büchern alle Ehre erweisen, war hingegen das Finale vom Anime-Film gewesen. Alle Fäden sind hierbei nachvollziehbar am Ende zusammengelaufen. Die Schlacht hat einen förmlich in die Geschichte hineingezogen und man wird rundum zufrieden vor den auslaufenden Credits zurückgelassen. Die Real-Serie arbeitet bei seinem Finale hingegen mit einer Schlacht, der Schlacht um Sodden Hill, die durch seine Logik einfach partout nicht zu überzeugen weiß. Im Finale des Ciri und Geralt Handlungsstrangs endet die Staffel für all jene, welche die Bücher nicht kennen, mit einem eher unbefriedigenden Cliffhanger, der durch die unzureichende Bindung der beiden Protagonisten für die meisten Buchantipadisten einfach nicht funktioniert hat. Nun möchte ich aber noch einmal auf den durchwegs gelungenen Film zurückkommen, genau genommen auf seine Darstellungsweise, die Anime-Skeptikern wohl am allermeisten sauer aufgestoßen sein dürfte. Offenkundig ist der Film nämlich gezeichnet, was ich als absoluter Anime-Fan natürlich wärmstens begrüße, da dadurch deutlich mehr Sachen im Sinne der Darstellung möglich sind, wie es beispielsweise bei einem Real-Film oder einer Real-Serie gegangen wäre, zumindest aus reiner Kostensicht. Stellt euch doch nur mal die vielen verschiedenen Augentypen von Naruto im Gewand einer Real-Produktion mit Darstellern aus Fleisch und Blut vor. Das würde wahrscheinlich nur in den seltensten Fällen oder nur mit ziemlich viel Budget und Talent der Produktionscrew gut aussehen. Wenn es um die Animationskunst vom Anime-Film geht, kann ich aber nur sagen, dass diese durchwegs gelungen ist. Die Animationen sehen durchwegs flüssig aus, die Kämpfe sind unfassbar dynamisch, ähnlich wie in der The Witcher-Serie, und alles ist mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet worden und sieht realistisch und einfach nur fantastisch aus. Einzig und allein die Gesichtszüge hätten bei der ein oder anderen Szene etwas mehr Varianz vertragen können. Das ist jetzt aber wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau und angesprochen habe ich das lediglich wegen Produktionen wie meiner Lieblingsserie Attack on Titan, wo ich das schon deutlich besser gesehen habe. Grundsätzlich kann ich euch aber nicht nur den Film von The Witcher wärmstens ans Herz legen, sondern auch die Serie, vor allen Dingen wegen Szenen wie dieser. Um jedoch Staffel 2 von The Witcher wirklich problemlos genießen zu können, würde ich euch auch noch wärmstens den Film ans Herz legen. Einen Film, der euch zeigt, wie Hexer eigentlich wirklich zu Hexern werden und diese Witcher-Welt zufriedenstellend erweitert, um zu etwas Größeren, Besseren zu avancieren. Vergesst doch jetzt bitte nicht zu liken, ein Abo dazulassen, das Video weiter zu empfehlen, wenn es euch gefallen hat, und mir auf Instagram zu folgen, wo ich Tobias_Flieger heiße, und checkt doch auch bitte sehr gerne meinen High-Fantasy-Roman Das Wetteifern der Macht, erste Funken des Auftakts in der Videobeschreibung aus, den ich nur jedem Game of Thrones Fan wärmstens ans Herz legen kann. Wenn ihr jedoch nicht zu die Leseratten sein solltet, kann ich das vollkommen verstehen, und dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine kleine Spende via PayPal dalassen, damit ich auch weiterhin so hochwertige Videos für euch produzieren und meiner großen Leidenschaft im Bücherschreiben nachgehen kann. Abschließend wünsche ich euch noch einen schönen und vielleicht auch ein bisschen entspannten Tag. Danke fürs Schauen und auf Wiedersehen.